Einen wunderschönen guten Tag, my lovely. Ich bin hier gerade schon dabei, meine 3 Kartendecks für die heutige Legung zu mischen. Wir haben nämlich 3 super spannende Fragen. Es geht um einen Menschen in deinem Leben, wer auch immer das sein mag. Ja, das kann ein Familienmitglied sein, das kann ein Partner, Wunschpartner, Ex-Partner sein, es kann jemand aus dem Freundeskreis sein, es kann jemand aus dem beruflichen Umfeld sein, keine Ahnung. Spür dich da bitte rein oder schau einfach mal, was die Botschaft zu sagen hat. Genau. Dann würde ich sagen, starten wir doch mal in die Fragen. Also, als erstes ziehe ich mir eine Karte für die Frage, was will dir dieser Mensch jetzt wirklich sagen? Also, ich muss natürlich dazu sagen, ich habe jetzt hier speziell was im persönlichen Bereich bzw. im beziehungstechnischen Bereich. Falls du aber am Ende der Legung sagst, es betrifft eher jemanden aus dem beruflichen Umfeld oder so, da muss man eben gucken, wie die Botschaft oder diese Energie der Karte dahingehend resoniert. Okay? Da darfst du dich einfach reinspüren, so wie immer. Also, ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Schauen wir rein. So. Ich hole mir eine Botschaft ab. Ich ziehe einfach ganz wild und random eine Karte. Was haben wir hier? Also, was will dieser Mensch dir jetzt gerade wirklich sagen? Kannst du lernen, mir zu vertrauen? Ich werde ehrlich zu dir sein. Du bist wichtig für mich. Okay. Möglicherweise gab es hier in der Vergangenheit einiges an, ich nenne es mal zusammenfassend, Lug, Betrug, Verrat, irgendwas in diese Richtung. Vielleicht hat dieser Mensch dein Vertrauen zerstört, ihm gegenüber, ihr gegenüber. Der Einfachheit halber bleiben wir wieder in der Er-Version, ja. Also vielleicht hat er das Vertrauen zerstört, vielleicht hat er dich belogen, dich betrogen, irgendwas gemacht, womit du zu kämpfen hattest oder bis heute noch hast. Da ist ein bisschen eine Schwere mit drin, da ist aber auch gleichzeitig ganz viel Reue mit drin in dieser Energie. Und das finde ich gerade ultra wichtig, auch für die nächste Frage. Wir schauen nämlich jetzt gleich weiter. Und zwar, was hält diesen Menschen denn momentan zurück, dir das zu sagen, dir das ins Gesicht zu sagen? Weil offensichtlich will dieser jemand dein Vertrauen wieder aufbauen. Ich glaube, ich werde hier jetzt keine ziehen. Nee, ich lasse sie rausfallen. Dann schauen wir mal, wie viel hier raus möchte. Okay. Also 3 Kärtchen. Ich fühle mich schuldig, für mich selbst einzustehen. Klarheit, unzerstörbar. Und die Kontrolle, Autorität, Moral. Okay, teilweise sind hier Themen, die diesen Menschen persönlich betreffen. Teilweise sind hier aber auch externe Einflüsse mit drin. Ich habe hier eine gewisse Energie von Fernsteuerung auch in der Vergangenheit. Also es ist sehr gut möglich, dass diese gewissen Lügen oder das, was eben in der Vergangenheit passiert ist, ist das heftig, dass das den Ursprung hatte oder eben entstanden ist durch externe Einflüsse. Was auch immer es war, ja, das kann irgendwie eine andere Person sein im Leben dieses Menschen, die ihn oder sie beeinflusst haben, womöglich irgendwelche geschäftliche Situationen oder so, was auch immer es gewesen sein mag. Hier gab es definitiv einen Einfluss. Dieser Mensch war nicht ehrlich zu dir, hat dir gewisse Dinge vielleicht verschwiegen, hat dich in gewissen Dingen vielleicht belogen. Dazu gehört natürlich auch zum Verrat zum Beispiel,
dass dieser Mensch dich alleine gelassen hat in einer also für dich sehr schweren Zeit, ja, und hat das einfach ignoriert oder von sich abgewiesen, hat dich eventuell abgestoßen zu einer Zeit, wo du diesen Menschen am meisten gebraucht hättest. Also spür dich da bitte rein, da sind so viele Szenarien und so viele Eventualitäten, okay? Also so wie immer, bitte nicht an den einzelnen Begriffen aufhängen, da ist noch so viel mehr drin. Aber natürlich können wir das nicht alles in eine Legung reinpacken, sonst würden wir in einem Video 5 Wochen lang sitzen, so in etwa. Also, was hält ihn davon ab? Schuldgefühle, Selbstzweifel, definitiv, Mangel an Selbstbewusstsein, Mangel an Klarheit, die Angst davor, die Dinge noch mehr kaputt zu machen, vielleicht die falschen Worte zu finden oder beziehungsweise eher umgekehrt, nicht die richtigen Worte zu finden. Dann gewisse Kontrollthemen, vielleicht Mindgames, Gedankenspiralen in seinem Kopf, wo er einfach nicht klar denken kann. Ja, es auch wieder hat mit der Klarheit zu tun. Oder bestimmte übergeordnete Einflüsse, vielleicht nach wie vor noch Menschen im Außen, die diesen Menschen davon abhalten und sagen so, nee, komm, ist doch schon erledigt oder lass es einfach sein, dieser Mensch ist aus deinem Leben verschwunden, will eh nichts mehr von dir wissen oder. Und an dieser Stelle muss ich aber noch meinen Senf dazugeben, natürlich, ja, ist ja auch mein Video. Ich sage immer, gewisse Einflüsse ist alles schön und gut, nur wenn ein Mensch nicht selbst für sich Entscheidungen treffen kann, sich auf die Meinungen anderer Menschen verlässt, dann frage ich eben an dieser Stelle oder möchte ich diese Frage in den Raum werfen, was hält dich noch in dieser Verbindung? Ja, gut, ich meine, wenn es jetzt eine familiäre Verbindung ist, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Das sind vielleicht auch hier und da spezielle familiäre Bande. Nichtsdestotrotz, hier ist was passiert, das dich verletzt hat. Und vielleicht wartest du noch darauf, dass dieser Mensch auf dich zukommt, sich entschuldigt, sich rechtfertigt oder sonst irgendwas. Vielleicht hast du die Sache auch komplett vergessen und wirst jetzt innerhalb dieser Botschaft wieder damit konfrontiert und merkst entweder, dass es dir gar nichts mehr ausmacht, dass du wirklich abgeschlossen hast, dass diese Wunde geheilt ist, oder du merkst vielleicht dadurch, dass hier und da doch noch etwas zwickt, dass hier doch noch eine Emotion ist. Wie dieser Weg weiter verläuft, so oder so, liegt natürlich dann immer an verschiedenen Konstellationen in Bezug auf diese Person, in Bezug auf dieses Gegenüber. Wir gucken hier aber trotzdem noch auf die dritte Frage und schauen rein, was würde diesen Menschen dazu bringen, es dir endlich zu sagen? Also was müsste passieren, dass dieser Mensch in die Öffnung geht, dass dein Gegenüber auf dich zukommt und das anspricht, dass er oder sie wieder an dich rantreten möchte, dass hier eine gewisse Bindung oder Verbindung wieder gewünscht ist, dass hier ein Wunsch nach Connection, nach Kontakt einfach besteht, weil du wichtig bist für diesen Menschen. Du bist ihm oder ihr wichtig. Und dieser Mensch möchte jetzt einfach ehrlich zu dir sein. Okay, gucken wir mal rein. Was müsste passieren, dass dieses Gegenüber endlich auf dich zukommt und dir das ins Gesicht sagt? Okay, hier ziehe ich wieder eine Karte. Das fühlt sich doch gut an. In der Gefangenschaft, die Falle, im Gefängnis. Oh mein Gott, es passt alles wieder
so wie zusammengebaut, ohne Witz. Ja, hier ist ein Gefängnis, offensichtlich. Was würde ihn dazu bringen, auf dich zuzukommen? Was müsste passieren? Dieser Mensch müsste aus diesem Gefängnis ausbrechen, sich loslösen von all diesen Einflüssen, müsste für sich selbst einstehen, müsste ehrlich seine eigenen Gefühle kommunizieren, Klarheit schaffen, sich seiner Gedanken und Gefühle und Handlungen bewusst werden, um auf dich zuzugehen und dir die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. Es ist tatsächlich so, als würde er dich beobachten, als würde er hinter deinem Vorhang versteckt stehen und auf den richtigen Moment warten, so, ja, jetzt habe ich die Eier in der Hose, dass ich es dir endlich sagen kann, dass ich es dir endlich beichten kann, dass ich dich bitten kann, mir die Chance zu geben, mir wieder zu vertrauen und. Dieser Mensch ist dir sehr, sehr nahe. Auf einer gewissen Art und Weise. Okay, das hört sich ein bisschen creepy an, also wenn er tatsächlich hinter deinem Vorhang stehen würde, das lassen wir mal außen vor, aber ja, auf Herzebene ist dieser Mensch dir sehr, sehr nahe. Was macht es mit dir? Diese Botschaft, diese Worte, wenn du sagst so, ja, genau das ist passiert zwischen uns, genau das war das Thema, und nun warte ich eigentlich darauf, dass dieser Mensch auf mich zukommt, aber dann wirst du auch wissen, dann wirst du auch um dieses Gefängnis wissen und siehst selbst quasi, wie weit diese Person schon ist, ob hier überhaupt eine Chance besteht, dass er sich daraus befreien kann. Weil, man muss ja auch dazu sagen, egal welche Einflüsse hier präsent sind, letzten Endes ist es dieses Gegenüber, der sich in diesem Gefängnis hält. Das ist ein Fakt. Ich bin gespannt, was es mit dir macht. So dieses Ganze. Zu welchen Erkenntnissen du persönlich kommst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.